Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennenlernen möchte. Für alles, was für die Errettung und für ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist, in Gottes Wort nachzuschlagen. Das Thema unseres Programms in dieser Woche ist unsere fortlaufende Diskussion über Dave Hunts neues Buch Judgment Day, Islam, Israel and the Nations. Und in diesem Abschnitt, Dave, wie du dich erinnerst, haben wir uns auf Jerusalem konzentriert. Und für unsere Zuhörer, wenn sie ein Exemplar von Judgment Day haben und mitverfolgen möchten, sind wir ungefähr in der Mitte von Kapitel 4. Muslimische Autoren haben in jüngster Zeit begonnen, Jerusalem als in der Heiligkeit vergleichbar mit Mekka und Medina zu preisen, oder sogar als unseren heiligsten Ort. Was dann Mekka wäre. Ja, zur Unterstützung dessen hat Mohammed seine Anhänger nicht ermutigt, in Richtung Jerusalem zu beten? Das hat er ganz am Anfang getan. Das war die Qibla, wie sie es nennen, weil er versuchte, Christen und Juden anzuziehen. Als sie ihn nicht als den Propheten Allahs akzeptieren wollten, wandte er sich gegen sie und drehte die Qibla wieder zurück nach Mekka. Und das ist ziemlich interessant. Warum wollten die Christen und Juden Allah nicht als den wahren Gott akzeptieren? Weil sie wussten, dass Allah das Hauptidol in der Kaaba war. Und vergessen Sie nicht, dass Mohammed jetzt seine muslimischen Anhänger zur Kaaba hin beten lässt. In der Kaaba stehen 300 und einige Idole, und Allah ist das Hauptidol darin. Kein Wunder, dass die Christen und Juden bei dieser Idee nicht mitmachen wollten. Warum sollen wir dieses Idol anerkennen? Allah, der, wie Sie sich erinnern, eine Zusammenziehung von Al-Elah ist. Elah ist der allgemeine Begriff für Gott auf Arabisch. Al-Elah bedeutet der Gott oder der Hauptgott, und Allah war der Hauptgott in der Kaaba. Also hat er nun seine Anhänger Muslime. Schließlich, wenn er die Macht bekommt, wird er hineingehen und alle Idole zerstören. Aber er wird die Kaaba behalten, und er lässt sie zu einem Idoltempel hinbeten. Diese angeblich neue Religion. Aber die Christen und Juden wollten da nicht mitmachen. Dave, aber was ist mit Jerusalem? Ich meine, ist es nicht heilig für den Islam? Und was sagt der Koran dazu? Das andere, woran ich gedacht habe, jedes Mal, wenn wir ein Bild von Jerusalem sehen, was sehen wir? Den Felsendom. Allein das verschafft ihnen eine Menge PR im Zusammenhang mit seiner angeblichen Heiligkeit für den Islam. Ja, Jerusalem wird im Koran kein einziges Mal erwähnt. Es war nie eine heilige Stätte. Und natürlich hatten die Muslime jahrhundertelang die Kontrolle darüber. Das Osmanische Türkische Reich hatte es 400 Jahre lang. Es gab keine großen muslimischen Führer, die nach Jerusalem gingen und dort Pilgerfahrten machten. Der Felsendom wurde von Abd al-Malik um 690 gebaut. Warum? Weil er von einem Rivalen aus Mekka vertrieben wurde. Also dachte er, nun, dann bringe ich die muslimischen Pilger dazu, nach Jerusalem zu kommen. Und er baute ihn zu diesem Zweck. Aber dann, 692 glaube ich, ungefähr zu der Zeit, eroberte er Mekka zurück. Sehen Sie, die Muslime bekämpfen einander, haben es immer getan. Die Muslime haben buchstäblich Millionen von Muslimen getötet, zusammen mit vielen weiteren Millionen von Christen und Juden. Nun, wir sehen es heute im Irak. Sunniten töten Schiiten. Genau. Oder in Afghanistan. Die Warlords sind alle Muslime, aber sie würden einander umbringen, wenn wir nicht da wären, um es zu verhindern. Sunniten und Schiiten töten einander, und das geht zurück. Wir erklären das alles im Buch, wie das begann. Jedenfalls war Jerusalem für die Muslime nie ein heiliger Ort. Das haben sie erst kürzlich erfunden, um einen Anspruch darauf zu erheben. Es wird, wie ich sagte, im Koran überhaupt nicht erwähnt. Nun, die Hisbollah, was die Partei Allahs bedeutet, die Terrororganisation mit Hauptquartier in Damaskus. Sie haben den Felsendom auf ihrem Werbematerial und behaupten, dass das ihnen gehört. Die PLO sagte natürlich in ihrer Verfassung von 1968, dass Jerusalem
der Sitz der palästinensischen Befreiungsorganisation sei. Und sie versuchte, diesen betrügerischen Anspruch zu untermauern, indem sie ihr Hauptquartier im Orient House in Jerusalem einrichtete und sogenannte Friedensaktivisten dorthin kommen ließ. Israel ließ das eine kurze Zeit zu, und dann sagten sie, wir können das nicht weiterlaufen lassen. Das verstößt unter anderem gegen die Oslo-Abkommen, und sie versuchen, sich als Eigentümer Jerusalems zu etablieren. Also vertrieb Israel sie aus dem Orient House. Aber es ist einfach ein totaler Betrug, Tom. Und doch übernimmt die Welt das. Die Welt akzeptiert diese Betrügereien, das Umschreiben der Geschichte. Und sie lässt die sogenannten Palästinenser das tun. Und das wird zur Grundlage für Frieden. Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Und Dave, unter den Muslimen selbst, ganz normalen Leuten, hast du König Fahd von Saudi-Arabien, der sie dazu aufruft, ich zitiere ihn, die heilige Stadt, die allen Muslimen auf der ganzen Welt gehört. Nun, wenn jemand wie der das sagt, was sollen die Leute dann denken? Außer, na gut, dann muss es wohl so sein. Sie haben die Geschichte umgeschrieben. Und das ist eine Lüge. Es ist ein Betrug. Aber die Welt akzeptiert es. Und das ist es, was mich wirklich wütend macht. Dass die Muslime es akzeptieren würden, dass die sogenannten Palästinenser es akzeptieren würden, das ist verständlich. Das ist es, was sie wollen. Das ist ihr Ehrgeiz, ihr Verlangen. Aber dass die Welt dieses falsche Umschreiben der Geschichte zulässt, das macht mich wirklich wütend. Man kann zurückgehen. Es gibt Öffentlichkeitsarbeit der palästinensischen Autonomiebehörde. Sie wollen Touristen hineinbekommen. Und sie erklären in den 60ern, dass der Tempelberg der Ort war, wo der Tempel gestanden hatte. Er heißt immer noch Tempel. Das kann man nicht wegdiskutieren. Jeder nennt ihn den Tempelberg, sogar die Muslime. Aber die Muslime beten nicht in Tempeln an. Sie beten in Moscheen an. Und in den frühen Tagen haben die Muslime anerkannt, dass dort der jüdische Tempel war. Und der Felsendom wurde gebaut, um daran zu erinnern. Aber jetzt leugnen sie, dass dort jemals ein jüdischer Tempel war. Und das gehört uns. Und die Juden usurpieren unser Gebiet. Sie nehmen es uns weg. Das ist schrecklich. Alle Menschen, die die Wahrheit lieben, sollten mit diesen armen Palästinensern sympathisieren, die von diesen Juden, die unser Land gestohlen haben, so schlimm misshandelt werden. Und so weiter. Dass die Welt diese Lüge glauben würde, Tom, das ist zum Verrücktwerden. Dave, wenn unsere Zuhörer denken, vielleicht gehen wir hier ein bisschen zu weit. Wir haben noch nicht einmal angefangen, an der Oberfläche zu kratzen. Aber da gibt es einen Punkt, der einfach unglaublich ist. 1995 nimmt die sogenannte Palästinensische Autonomiebehörde, okay, palästinensisch, darüber haben wir viel gesprochen, kurz vor Weihnachten Besitz von Bethlehem. Arafat wird mit dem Hubschrauber eingeflogen, spricht triumphierend zu der wild jubelnden Menge von Zehntausenden und er sagt, dies ist der Geburtsort unseres Herrn, des Messias, des Palästinensers, Jesus Christus, der erste Palästinenser. Ja, er lässt es so klingen, als wäre Jesus ein palästinensischer Freiheitskämpfer gegen die Juden gewesen. Und der Papst akzeptiert das. Arafat lädt ihn ein, nach Bethlehem zu kommen, um unseren Jesus Christus zu ehren. Ich schätze, ich kann mich nicht erinnern, Tom, was wir gesagt haben. Aber ich bin sicher, wir müssen erzählt haben, was der Koran über Jesus sagt. Er ist nicht Gott, er ist nicht der Sohn Gottes, er ist nicht göttlich, er ist nicht einmal für unsere Sünden gestorben. Jemand ist an seiner Stelle gestorben. Also gibt es natürlich keine Auferstehung. Er muss zurückkommen. Es gibt ein weiteres Kommen Jesu, aber er kommt zurück, um zu heiraten und als gewöhnlicher Mensch zu leben und zu sterben und so weiter. Unser Jesus Christus. Und der Papst küsst den Koran. Er umarmt Arafat. Er hat Arafat mindestens 10-mal empfangen. Das heißt, Papst Johannes Paul II. In seinem Palast im Vatikan. Und nie ein Wort der Beschwerde. Nie wird irgendetwas aufgezeigt. Sie brachten dem Papst sogar einen besonderen Koran als Geschenk aus dem Irak. Tatsächlich, einige hochrangige muslimische Führer. Und der Papst küsst ihn, nimmt ihn an. Und ist das nicht wunderbar?
Es ist ein Gräuel. Er leugnet, was die Bibel lehrt. Aber, Dave, der Papst sagt, dass wir denselben Gott anbeten. Was könnte daran falsch sein? Ja, Tom, wieder einmal werde ich versuchen, mich zurückzuhalten, zu sagen, dass ich wütend werde. Aber es ist sehr schwer, es nicht zu werden. Das ist natürlich Vatikan II. Vatikan II spricht vom Gott der Bibel und davon, dass die Muslime den einen wahren Gott anbeten. Tatsächlich sagt es an erster Stelle unter denen, die außer den Katholiken den einen wahren Gott anbeten, stehen die Muslime. Es erwähnt nicht einmal die Juden. Tom, ich habe sehr viel Studium in dieses Buch Judgment Day gesteckt und ich kann dir sagen, es ist überwältigend. Es ist unbegreiflich, wie alles verdreht wurde, wie die Wahrheit zur Lüge gemacht wurde und die Lüge als Wahrheit verbreitet wurde. Und die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Welt akzeptiert diese Lüge, die die sogenannten Palästinenser hervorbringen, was an sich schon ein Betrug ist. Und Israel wird gezwungen, das anzuerkennen. Nun, sie erkennen es nicht an, aber sie werden gezwungen, sogenannten Frieden auf der Grundlage dieses Betrugs zu schließen. Man könnte sagen, nun, warum macht Israel das? Weil wir in Judgment Day, dem Buch, darauf hinweisen, dass auch Israel bestraft werden wird. Die ganze Welt trotzt Gott. Das ist sein Land, und die Welt wird bestraft werden, aber Israel ebenso, weil sie dabei mitgemacht haben. Und man könnte sagen, nun, Israel hat eigentlich keine Wahl. Der Großteil ihrer, 15 Milliarden Dollar im Jahr verkaufen sie nach Europa, und Europa könnte sie abschneiden, sie bankrott machen. Also stehen sie unter starkem Druck der Welt. Trotzdem hätten sie nicht mitmachen dürfen. Sie hätten sagen sollen, wir werden dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vertrauen. Tragischerweise glauben die meisten von ihnen nicht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Richtig. Vom Unabhängigkeitskrieg bis zum Jom-Kippur-Krieg, als sie hätten verlieren müssen, als sie hätten überrannt werden müssen, und doch griff Gott in seiner Barmherzigkeit ein. Durch seine Gnade hat er sie geschützt. Dave, ich denke, von all den Kapiteln hier ist dasjenige, das so viel widerspiegelt. Ich meine, es bricht einem einfach das Herz. Es betrübt einen so sehr über das Verdrehen der Wahrheit und das Verbiegen der Wahrheit. Kapitel 5 trägt den Titel Die Wahrheit über Flüchtlinge. Was beschäftigt die Welt heute? Nun, es ist das palästinensische Flüchtlingsproblem, aber wir hören kein einziges Wort über die jüdischen Flüchtlinge. Vom Holocaust bis zu, du weißt schon, wir haben über den Unabhängigkeitskrieg gesprochen. All jene, die aus arabischen Ländern vertrieben wurden. Fast 1 Million Juden vertrieben. Oder waren es 800.000? Ungefähr in dem Bereich. Richtig? Nun, Tom, wir liefern die Statistiken, die einfachen Fakten. Wir sagen dir, wie viele Juden in jedem muslimischen Land waren. Denn ich glaube nicht, dass das Araber gegen Juden ist. Nun, wie wir immer wieder betont haben, sie sind nicht arabisch, sie sind persisch, babylonisch, syrisch und so weiter. Sie sind keine Araber. Also ist das, was im Nahen Osten vor sich geht, ein Kampf zwischen Allah, dem falschen Gott der Muslime oder des Korans, und Jahwe, dem wahren Gott, dem Gott der Bibel, dem Gott Israels. Wir erinnern die Leute wahrscheinlich immer wieder daran. 203 Mal wird er der Gott Israels genannt. 9 Mal der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Niemals wird er der Gott der Araber oder Ismaels oder der Amerikaner oder irgendjemand sonst genannt. Und das ist das Problem. Das ist es, was passiert. Als also der Islam entstand und die Muslime begannen, diese Länder zu erobern. Die Muslime eroberten Ägypten. Sie eroberten Marokko und Algerien und Tunesien. Natürlich gab es diese Länder damals nicht, aber sie übernahmen dieses ganze Gebiet. Dann waren die Juden in großer Not. Es war der Islam, der begann, die Juden zu verfolgen. Sie wurden abgeschlachtet. Und wir geben dir wieder die Dokumentation dafür im Buch. 6.000 Juden in einem Massaker in Fez, Marokko. Zusammen mit vielen Tausenden. Und Tom, die Leben, die diese Juden lebten. Du konntest nicht auf einem Esel reiten, geschweige denn auf einem Pferd. Du musstest auf der linken Seite der Muslime vorbeigehen.
An manchen Orten durften sie keine ordentlichen Schuhe tragen. Sie durften keine ordentliche Kleidung tragen. Sie mussten in Lumpen herumlaufen. Mussten Steuern zahlen. Oh, wow. Sie haben sie wirklich schwer besteuert. Aber sie hatten kaum Einkommen, weil sie so niedergetreten waren. Man schubste sie auf der Straße herum. Du hättest es nicht gewagt, dich gegen einen Muslim zu verteidigen, denn das wäre die Todesstrafe gewesen. Was die Juden also über Jahrhunderte in muslimischen Ländern erduldeten, war weit schlimmer als alles, was Hitler den Juden auferlegte. Nun dann, sobald Israel eine Nation wurde, 1948 seine Unabhängigkeit erklärte, flohen sie. Natürlich wurden sie in vielen muslimischen Ländern zu ihrem eigenen Schutz ausgewiesen, sonst wären sie dort auf der Stelle getötet worden. Also flohen etwa 800.000, wahrscheinlich landeten 700.000 in Israel. Nun, es gab 650.000 israelische Siedler, die damals in Israel lebten. Sie schafften es, eine größere Zahl aufzunehmen, als sie selbst waren. 700.000. Irgendwie fanden sie Arbeit für sie, bauten Häuser für sie und so weiter. Nun flohen etwa 450.000 Araber. Israel flehte sie an zu bleiben, und wir dokumentieren das für euch im Buch. Die Plakate, die damals von den Juden auf arabischem Eigentum angebracht wurden. Das ist nicht unseres. Wir wollten nicht, dass sie fliehen. Wir haben sie gebeten zu bleiben. Niemand soll dieses Eigentum anrühren und so weiter. Es wird hier sein, wenn ihr zurückkehrt, genauso wie es ist. Lass mich hier, wenn ich darf, Tom, ein wenig aus dem Buch zitieren. Am 22. April 1948, das ist 3 Wochen nachdem Israel sich zur Nation erklärt hatte, erklärte Aubrey Lippincott, US-Generalkonsul in Haifa: Lokale, von Muftis dominierte arabische Führer drängten alle Araber, die Stadt zu verlassen, und große Zahlen taten dies. Etwa zur gleichen Zeit berichtete Haifas britischer Polizeichef A.J. Bridmead: Von den Juden wird jede Anstrengung unternommen, die arabische Bevölkerung zum Bleiben zu bewegen. Und hier berichtete ein ausländischer Besucher: In Tiberias sah ich ein Plakat, das an einer versiegelten arabischen Moschee befestigt war. Auf dem stand: Wir haben sie nicht enteignet. Und der Tag wird kommen, an dem die Araber in ihre Häuser und ihr Eigentum in dieser Stadt zurückkehren werden. Kein Bürger soll ihr Eigentum anrühren. Es war unterzeichnet vom jüdischen Stadtrat von Tiberias. Also geben wir euch, zum Beispiel berichtete eine libanesische Zeitung in New York: Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Assam Pascha, gab den Arabern Palästinas brüderlichen Rat, ihr Land, ihre Häuser und ihr Eigentum zu verlassen, um vorübergehend in benachbarten, brüderlichen Staaten zu bleiben, damit die Geschütze der einmarschierenden arabischen Armeen sie nicht niedermähen. Der irakische Premierminister Nuri Said erklärte: Wir werden das Land mit unseren Waffen zerschmettern und jeden Ort auslöschen, wo die Juden Schutz suchen. Die Araber sollten ihre Frauen und Kinder in sichere Gebiete bringen, bis die Kämpfe abgeklungen sind. Und so weiter. Wir geben euch viele Zitate. Die New York Times berichtete, dass die Massenevakuierung, teils durch Angst, teils durch Befehle arabischer Führer ausgelöst, das arabische Viertel Haifas zu einer Geisterstadt machte. Und so weiter. Nun, was Israel sagte: Schaut, bleibt, wir können gemeinsam ein neues Land aufbauen. Die Araber, die blieben, stellten fest, dass die Juden ihr Wort hielten. Im Gegensatz dazu konnte kein Jude Saudi-Arabien betreten. Du konntest zum Beispiel in Jordanien oder in Ägypten kein Bürger sein. Und tatsächlich würdest du es als Jude nicht einmal versuchen wollen. Aber lass mich nur zitieren, wie die Situation in Israel ist. Etwa 25% der Bürger, volle Bürgerrechte für die Araber. Etwa 25% der wahlberechtigten Bürger sind heute Araber in Israel. Jede Knesset hat seit der Gründung des Staates 1948 arabische und drusische Mitglieder gehabt. Alle Vorgänge in der Knesset werden simultan ins Arabische übersetzt. Und arabische Mitglieder dürfen die Knesset auf Arabisch ansprechen. Arabisch ist in Israel eine Amtssprache,
zusammen mit Hebräisch. Israels arabische Presse, mehr als 20 Periodiker, ist die lebendigste und unabhängigste aller Länder in der Region. Es gibt tägliche Fernseh- und Radioprogramme auf Arabisch. Arabisch wird an jüdischen weiterführenden Schulen unterrichtet. Es gibt nahezu 1000 arabische Bildungseinrichtungen in Israel mit etwa 300.000 Schülern. Israelische Universitäten und technische Einrichtungen stehen den Arabern frei offen. Etwa 5000 arabische Studenten besuchen solche Schulen. Israelische Araber sind frei, ihren Glauben auszuüben, ihren eigenen wöchentlichen Ruhetag und ihre Feiertage zu halten. Im Gegensatz zur nicht-israelischen arabischen Welt genießen arabische Frauen in Israel denselben Status wie Männer. Das israelische Gesetz gewährt Frauen gleiche Rechte zu wählen, in öffentliche Ämter gewählt zu werden. Es verbietet Polygamie, Kinderehen und die Barbarei der weiblichen sexuellen Verstümmelung, die unter dem Islam praktiziert wird. Araber sind vom Militärdienst befreit, um ihnen Loyalitäts- und Gewissenskonflikte zu ersparen. In einer jüngsten Umfrage erklärten 70% der israelischen Araber, dass sie viel lieber in Israel leben würden als in jedem anderen Land der Region. Aber Tom, die Welt weiß das nicht, oder sie will es nicht. Die Vereinten Nationen machen das nicht bekannt. Man weist nie auf den Unterschied hin, weist nie auf die Freiheiten hin, die Araber in Israel haben. Im Gegensatz zu dem Grauen, mit dem Juden behandelt würden. Du kannst zum Beispiel nicht einmal Saudi-Arabien betreten. Lass einen Juden versuchen, heute in Syrien zurechtzukommen. Es sind nur sehr wenige übrig, und sie würden alle gern raus. Aber man erlaubt ihnen jetzt nicht einmal zu gehen. Sie können nicht in Ehre bleiben, sie können nicht gehen. Tom, warum erkennt die Welt den Unterschied nicht? Warum geben sie Israel nicht Anerkennung dafür, dass es die einzige Demokratie im Nahen Osten ist, und dafür, wie sie Menschen behandeln? Soll ich es noch einmal wagen, es zu sagen? Es ist zum Verrücktwerden. Ich werde wütend. Es ist frustrierend. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Lasst uns den Menschen die Wahrheit sagen. Und vielleicht geben sie weiter. Und vielleicht wird es eine Wirkung in unserer Welt haben.